GameSpot hat wieder was rausgehauen. 16 weitere Dinge, die du nicht aus TOTK wusstest. Hat ein bisschen gedauert. Die brauchen gerade irgendwie sehr lang für die neuen Videos. Und es ist auch sehr kurz. Also nur 16, es ist nur 16, okay, mein Gott, ne? Aber auch nur 5 Minuten. Das ist irgendwie sehr weird. Also, vielleicht finden die tatsächlich schon nichts mehr, aber ich kann es mir eigentlich nicht ganz vorstellen. Ich weiß nicht, das Ding ist halt, viele Technik und sowas, diese ganzen Nerd-Facts basieren ja auf BOTW. Vielleicht haben sie deswegen nicht so viel Neues. Ich weiß nicht ganz genau. Aber so oder so, wir freuen uns, dass ein neues Video erschienen ist und ziehen es uns natürlich in aller Ausführlichkeit rein. Still more secrets to share with you about The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. This time we're focusing a little more about facts about the depths, some interesting tricks you could use, and some amazing mysteries behind the game's development. Ja, genau. You know the drill. Let's just jump right in. Heftig, okay, krass, ja. Players may remember from Breath of the Wild that there used to be a hidden liquid terrain called poison water. Yeah. While most of it was removed from Breath of the Wild to Tears of the Kingdom, some patches still do exist in the sequel, such as near Dragon Bone Mire. Like before though, because poison water properties were removed, it doesn't actually hurt you. Wait. Es gab in BOTW schon Giftwasser? Also ich weiß, dass es das schon gab im Source Code, dass es im Code enthalten war, aber ich bin gerade gar nicht mehr sicher. Ich dachte, das ist auf der Welt nirgendwo zu finden. Aber anscheinend kann man sich auch auf Bounce glitchen und dann gibt es Giftwasser. Wusste ich auch nicht mehr, okay. The Gleeok's giant fireballs have a kann pariert werden. Couple tricks you could do. Fireballs can be parried, man kann alles parieren. Or oil visually glitch the fireball into a tiny flame, and these fireballs can also be flat out destroyed by any cannonball shot. What? In Tears of the Kingdom, das ist aber interessant eigentlich, dass man es zerstören kann. At Zurko Mesa, you can search for a Knight's Claymore, and it will point you to search below. But there isn't anything here. That's because between Tears of the Kingdom and Breath of the Wild, this secret cave below was actually closed off. In the previous game, there used Warum machen die sowas? Warum die sowas entfernt? Aber so eine kleine Höhle. to be a Dragon Bone Moblin Club you could pick up. But in Tears of the Kingdom, there's supposed to be a Knight's Claymore, though I personally never found it. Strange. Likely clipped and fell through due to glitches. Kingdom, there's supposed to be a Knight's Claymore, though I personally never found it. Strange. Here's a silly trick you can pull off in version 1.2.1 that's finicky but fairly easy to do, and propels you up into the sky at high speeds, by using the U-block piece from the right leg depot in the depths. Digga, okay, ja, also man braucht das Ding erstmal aus dem Untergrund. Das ist beim Konstruktorium. Dieser Haken, kennt man ja, ne? Und Stehaufmännchen einfach. Stabilizer and clambering inside, then watching a memory as soon as you see some movement upwards, you can launch into the skies like a rocket. Guter WTF. Das muss ich mir aber merken. Ich merke mir das actually, okay? Erinnert mich mal beim nächsten Mal dran, dass wenn wir das nächste Mal TOTK spielen, dass wir das machen müssen. Das ist voll smart. Imagine dann einen Krog dran kleben. Junge. Some players still don't know that not only Zonai charges drop loot out of device dispensers, but also ja, auch Monsterteile. Aber das lohnt sich eigentlich in den meisten Fällen nicht. Any construct horns can be used as well. Aber es ist nicht so effektiv, glaube ich. Ich glaube, nur die Energiesphären lohnen sich richtig dafür. Ja, genau. Da kommen einfach nur 3 Dinge jetzt raus. Beim anderen gibt es Multiplikator. Also an sich kommt auch immer pro so einer Energiesphäre eine Kapsel raus, aber wenn man mehrere Kapseln macht, wird es multipliziert. Also dann, ne, bei 5 so einer Energiesphären kommen nicht nur 5 Dinger raus, sondern irgendwie 10 oder 15 oder sowas. Da wird es quasi multipliziert. Aber in Version 1.2.1 dann, auf der spiele ich inzwischen alles gut. That Zora weapons buff their attack not only when Link is wet, but also when the fused attachment is a water element. Oh lol. Es ist ziemlich smart eigentlich. Digga, da muss ich mal drauf achten. So Waffen ab sofort, also mit Wasserdingen kombinieren. Such as Splash Fruits, Choo Choo Jelly. Lohnt sich aber eigentlich nicht, ne? Weil die machen alle keinen Schaden. Also Opals and the King's Scale. Kriegt man eigentlich nochmal einen Königsschuppen? Kriegt man eigentlich die nochmal irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Here's some simple facts about the depths. When you find Muddle Buds, Puff Shrooms, and Bomb Flowers, take a look above, because they grow off of specific trees to match them. Oh mein Gott, Digga, was? Mir ist nicht mal aufgefallen, dass es verschiedene Arten von Bäumen gibt. Digga, was? Das sind anscheinend Bombenbäume, ja? And Muddle Buds, Puff Shrooms, and Bomb Flowers, take a look above, because they grow off of specific trees to match the material. Aber man erkennt sogar was? Take a look above. Ja, das sind Irrknospen, ne? Das sind Irrknospen wahrscheinlich. Because they grow off of specific trees. Und das sind, was sind das denn? Das sind Muddlebuds nochmal. Es gibt Irrknospe, genau. Shrooms and Bomb Flowers. Das sind die 3, okay, sind die 3, alles gut, es gibt nur 3. Take a look above, because they grow off of specific trees to match. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das heißt, eben waren die Irrknospen, das sind wahrscheinlich die Qualmerlinge, aber man erkennt nicht wirklich den Qualmerling darin. Material. Digga, wie wild. Not only are little frogs attracted to eat bright blooms off the ground, das weiß man aber. Fully grown frogs enjoy a bright bloom snack too. Frogs and Like-Likes can eat bombs in multiple ways, including straight off the ground,
off of fused weapons and shields, and even directly out of your hands if you're holding it. Das ist wild. Statues in the depths are not just for decoration. Following their lead will guide you to connecting light routes across the depths. Lol. Habe ich auch noch nie so richtig drauf geachtet. Aber natürlich achte ich auf sowas auch nicht, ne? Aber interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, eine Sache, die ich über den Untergrund weiß, ist ja, vielleicht kommt es sogar hier drin vor, dass die ganzen Miasma-Wurzeln, diesem dicken Miasma-Wurzeln, die es im Untergrund gibt, dass die alle von Zentral Hyrule aus, also vom Schloss aus, nach außen verlaufen. Das ist auch sehr interessant. You can see a map of them here, which shows you how they lead you from route to route. With almost every gloom route in the depths, take a look at the direction that it's facing. Almost every single one of these gloom routes will face towards its origin, Hyrule Castle. Ja, genau wie ich gesagt habe. During Witzig, dass es genau jetzt drankommt early sogar. development of Tears of the Kingdom, producer Eiji Aonuma stated that he used the tools available to him in Breath of the Wild to inspire new ideas in the sequel. The biggest one was, of course, the base idea of Ultra Hand, piecing together parts to make vehicles. Lol. Wo haben wir das gesehen? Woher ist das Footage? Das ist ja BOTW. Seht ihr das? Das ist ja BOTW. Hier oben ist das Bombenmodul. What? Wann hat man das gesehen? And early footage shows that they quickly slapped together pieces from shrines to create cars, tanks, and boats with rotating Was? Woher kommt das? Warum habe ich das noch nie gesehen? paddles. BOTK. Das ist auch BOTK. Interesting side note with this footage, though, is that you can see remnants of old speech bubbles in the distance. If you followed our previous episodes about Breath of the Wild, you would remember that this system was called Zelda Error, a custom internal QA system. Sau komisch. Krass, die wollten das in TOTK auch nochmal bringen, oder was? Anscheinend wollten die es in BOTW schon machen, aber haben es dann gestrichen und wollten es in TOTK dann nochmal machen und haben es dann wieder gestrichen. Hä, warum das denn bitte? Nintendo implemented to drop live notes anywhere in Hyrule to fix at a later time. There are two forms of Zoan. Ach, nein, das war für die Entwicklung. To drop Das war für die Entwicklung, quasi um Markierungen zu machen, von wegen, hier müssen wir noch das und das machen. Boah, wie nice, aber wie cool. live notes anywhere in Hyrule to fix at a later time. There are two forms of Zoanite, a regular Zoanite chunk and large Zoanite ores. But did you know that they cut out a third type, with the file name called Iron Ore N? While it officially didn't have a name, the gray and green coloration depicts it as a bundle of Zoanite ingots, possibly farmed by Steward constructs or mining bokoblins. Besides bananas, there's another way to suss out a disguised Yiga assassin. If you bring a Resist. cuckoo up to any suspicious NPC, they will panic out of fear because of the sneaky assassin nearby. Players know. Hä, nochmal, das will ich jetzt. If you bring a cuckoo up to any suspicious NPC. Ach so, die Hühner haben Angst. Die Hühner bekommen Angst, sobald sie in der Nähe von einem Gegner sind. Und da ergibt es Sinn, weil wenn man die Banane einsammelt, spawnen Jäger. Das heißt, man ist quasi in der Nähe von Jäger, auch wenn sie noch nicht da sind, ja. Suspicious NPC, they will panic out of fear because of the sneaky assassin nearby. Lol. Ich gleich geblickt dem, ja. Players know by now Das Hühnerradar. Das war das Hühnerradar, ja, Mann. that Yiga react to bananas and even the Thunder Helm. But did you know that they also react to certain vehicles? In the Yiga hideout, if you purchase the Gloom Dredger or the Hover Doom, Größter Fehler, den man machen kann, das Ding kaufen. Ich hab's damals gekauft, hab dann gemerkt, okay, es bringt mir gar nichts, weil das ist keine Quest und sowas und hab sofort wieder die vorherige Save-File geladen. Das war mir zu blöd. Mark III, they trigger any nearby Yiga members to become jealous of your new slick ride. This will not So trigger with the cool. auto-build versions. They need to see the real deal. Ja, aber als ob man damit hinfährt. One ride couldn't hurt. Digga, was? Wie kommt man denn da hin, bitte? Also, wie willst du mit dem Fahrzeug da hinkommen? Das ist doch am Dings in den Zwillingsbergen. Das ist wild. Selbst There Zelda are many einfach. potions and armor buffs in Tears of the Kingdom, from attack and defense boosting, protection against the elements, improved flight, and glowing in the dark. But there are two secret buffs that Nintendo does improve. Aber man kann aber nicht die Gleitgeschwindigkeit so verbessern, oder? Also die Gleitpräzision, die kann man, glaube ich, nur mit dem Aero-Set machen. Es gibt gar kein Rezept dafür. So, nee. Flight and glowing in the dark. But there are two secret buffs that Nintendo decided to remove from the final game, called Twice Jump and Nein, Nintendo, als ob ich das. Die wollten einen Double Jump hinzufügen? Digga, das ist viel zu stark. Emergency Avoid, shown as half green and half yellow heart. Emergency Avoid. Wahrscheinlich, dass man immer mit einem halben Herz überlebt. Wahrscheinlich, ne? Also, das gibt's ja auch aktuell. Das gibt's ja wirklich. Hey, wie cool, warum haben die das gestrichen? Das wäre voll geil gewesen. Boah, kann das bitte jemand modden? Also, Double Jump gibt es ja schon. Double Jump gibt es schon in dieser Assassinen-Mod, die ich auch schon gespielt habe, also als Jäger, ne? Das geht schon.
Aber dieses Emergency Avoid ist voll nice irgendwie, dass man quasi so nochmal eine extra Chance bekommt, quasi, wenn man eigentlich gewonnetet werden müsste, dass man mit einem halben Herz überlebt. So. Wenn aktuell, es gibt es ja auch so ähnlich, man überlebt ja fast immer mit einem Viertelherz, wenn man volle Leben hat, aber das wäre eigentlich ganz nice, wenn man eben nicht volle Leben bräuchte und dann auch trotzdem noch überlebt. Oder halt auch zum Beispiel so eine Griok-Attacke überleben kann. While this may have been a placeholder icon or maybe a reference to the new driver stickers in Japan, we unfortunately don't quite know what these buffs exactly did, since enabling them with Wobei, warum ist die andere Hälfte gelb? Ergibt ja auch keinen Sinn. mods doesn't do anything. We can only guess that twice jump was either a double jump height or a double jump that was removed, and emergency avoid is either an automatic dodge or speculated to be a pure invincibility buff, which is actually an idea that they had during Ich finde meine Idee irgendwie besser. Gourmet-Meat. Oh, lol. early development of boar meat types in the Lol. first game, Breath of the Wild. In BOTW sollte man anscheinend schon durch dieses Gourmet-Fleisch, oder wer ist es denn? Durch das Fleisch auf jeden Fall. Wäre auch weird gewesen irgendwie, ne? Wäre auch weird gewesen. And there you go. Tears of the Kingdom will continue to surprise us for years to come, so you know we'll still be busy for a while. Let us know your favorite fact you learned this time. Okay. And for more Tears of the Aber Kingdom content, stick around here on GameSpot. Okay, krass. Also sie haben jetzt nicht gesagt, dass es irgendwie sich dem Ende neigt oder sowas, weil es irgendwie fast so gewirkt hat. Weil wie gesagt, es kam jetzt relativ lange nichts. Du kannst nicht höher gehen, stark. Weil es relativ lang so gewirkt hat. Also, ne, es kam jetzt nicht viele Punkte, es war ein relativ kurzes Video und es hat sehr lang gebraucht. Aber ich meine, das letzte ist irgendwie auch schon irgendwie 3 Monate her oder sowas, ne, glaube ich. Aber ich glaube, die haben einfach anderen Stuff zu tun. Ich weiß gar nicht, was die alles machen. Wir haben hier vor 8 Tagen, genau. Und das letzte war, okay, vor 2 Monaten. Aber es ist trotzdem schon lange her auf jeden Fall. Das Banger-Videos, ich liebe die einfach. Die sind viel zu cool, wirklich. Die sind viel zu cool.